Hallo. Oh, jetzt hätte ich beinahe mein Getränk ausgeschüttet. Weil ich habe es hier gerade über den Tisch geschoben und plötzlich hakte es unten fest irgendwo. Glück gehabt. Hallo, herzlich willkommen. Also, ein neues Spiel. Ich drücke eine beliebige Taste. Ich weiß, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen laut. Ich muss gleich nochmal einstellen. Kann ich jetzt gleich machen. Machen wir so. Also, es ist so, ich habe momentan ja eigentlich 2 Spiele in meinem Wochenrepertoire, sag ich mal. Und zwar Oblivion, Vampire Run und Elden Ring. Aber Elden Ring, das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Das kriege ich gerade irgendwie, das ist mir zu heftig. Das schaffe ich gerade nicht. Das ist ein zu großer Happen, den ich da abgebissen habe. Das muss ich nochmal anfangen und mit ein bisschen mehr Ruhe dahinter oder sowas. Also lege ich es jetzt erstmal auf Eis. Weil es kommt mir gerade so ein bisschen so vor wie, oh Gott, was, das ist ja so ein Riesenbrocken. Ne? Und ich wollte mal was Frisches anfangen. Hab das neulich zufälligerweise hier gesehen, dieses Spiel. Also in irgendeiner Werbung. Also Werbung funktioniert. Ne? Hab bis jetzt außer dem Trailer und dem Menü noch nichts gesehen. So. Hier, übrigens, ne? Da ist so ein Text. Da kann ich ja mal ganz kurz mich hier ausblenden. Liebe Content Creator. Wie ihr sehen werdet, steckt dieses Spiel voller Intrigen und überraschender Wendungen. Warne deine Zuschauer, woher der das auch immer weiß. Bitte vor Spoilern, bevor du Inhalte von jenseits des weißen Ganges mit ihnen teilst. Damit interessierte Spieler die Erfahrung selbst genießen können, wenn sie das möchten. Okay. Okay. Nun, ich weiß noch nicht, was der weiße Gang ist und ich weiß auch noch nicht, ob ich die Kamera verschieben muss oder sonst irgendwas oder was mich überhaupt in dem Spiel so richtig wirklich erwartet. Ich drücke einfach mal auf neues Spiel und gucke, was kommt. Nachricht von den Entwicklern. Dieses Spiel wurde von einem Hauptteam aus... Es ist ein Rätselabenteuer, das auf verschiedene Weise enden kann. Dabei zahlen sie viel zu schnell. Gegenwart. Also ein kleines Team von 3 Entwicklern war es wohl. Hauptsächlich. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Okay. Körpertyp. Was? Ich sehe den Unterschied nicht. Also den grandiosen Unterschied sehe ich hier nicht. Okay. Hautfarbe blass, das passt. Name. Grimm. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Archäologie. Soldat. Ach, das sind hier quasi die Start
Parameter. Ein jahrelanges Studium der Geschichte gibt Einblicke in die Welt der Antike. Du hast eine vom Militär ausgegebene Schusswaffe mit 10 Kugeln. Du musst sie mit Bedacht einsetzen, denn es gibt keine Möglichkeit, neue zu bekommen. Auf der Flucht. Deine Zeit auf der Flucht vor den Behörden hat dich zu einem guten Läufer gemacht. Und du bist 25% schneller beim Sprinten. Oder dein kürzlich aufgetretenes Kopftrauma hat deine Schmerztoleranz erhöht, sodass du 50% schwerer auszuschalten bist. Ich bin, wie man mich kennt, voll der gebildete Dude. Ja? Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. I need... what I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Darf ich zuerst ein paar Fragen stellen? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. I just... What do you want to know? Was ist deine Geschichte? Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Willst du mir nicht mal deinen Namen sagen? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Okay, wichtig ist mir das nicht. Look, if you really want to know all the tragic details, perhaps I can fill you in after you find Al? Al. Wer ist Al? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Der auch ans Ufer gespült wurde? Wo sind wir denn? You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Was kannst du mir über die Ruinen erzählen? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al... Hast du versucht, um Hilfe zu rufen? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Na, okay. Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole... Oh. Look. Ich habe aus Versehen... der hat hier ist oben wieder reingegangen hier. Hm? Great. So you're ready to go look for Al? Ja, von mir aus. Ich gebe mich mal entgegenkommend. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Eine Taschenlampe. R. Ziehen. Achso, naja, hier. Ne? Quid pro quo. Oder ein bisschen ruckelig, aber meistens, also bei mir ist es manchmal ein bisschen ruckelig, wenn ich eine Szene erstmalig betrete. Also ich vermute, wenn die ganzen Dinge, die ganze Szene erst einmal sozusagen in den Speicher geladen wurde. Und ich muss gucken, wenn es da Motion Blur gibt, dann muss das aus, wenn es denn ausschaltbar ist.
Weil das kann nicht... Bewegungsunschärfe ist die Pest. Will ich überhaupt nicht haben. Kann ich schleichen? Ich kann schleichen. Nice. Und? Springen? Ah ja. Quest verfolgen. Um die Zielmarkierung für eine bestimmte Quest anzusehen, klicke auf das Augensymbol. Quid pro quo. Ich habe ein Denar. Und eine Taschenlampe. Hauptziele, Hinweise. Ich habe wohl noch nicht wirklich viele Hinweise. Naja. Okay. Ich hoffe, die Taschenlampe hat keine eingeschränkte Laufzeit. Okay. Betritt die Ruinen. Nun, es geht wahrscheinlich eher darum, ne? Suche nach Hinweisen zu Els Verbleib. Das ist ganz nette Atmosphäre bisher. Also der Trailer war sehr vielversprechend, aber der war auch nur irgendwie... ...2 Minuten lang oder so. Sind da hinten Leute? L2 zum Sprinten. Okay, da muss man sich aber dran gewöhnen. Und das ist aber eine ungewöhnliche Belegung, aber gut. Aber was mich sehr gefreut hat, von vornherein, ehrlich gesagt, ist, dass man hier einfach so jederzeit zwischen Controller und Maus wechseln kann. Ich finde, das sage ich in jedem Spiel. Ich finde, das muss absoluter Standard werden in Spielen, naja, in denen das überhaupt Sinn ergibt. Ne? Also ich sag mal, in so einem Text-Adventure natürlich nicht oder so. Aber in jedem Spiel, in dem man irgendwie 3D-mäßig steuert, finde ich, in modernen Spielen zumindest, sollte es immer die Möglichkeit dazu geben, jederzeit zu wechseln. Vielleicht sogar ein bisschen zu vermischen. Menüs mit Maus. Ich kann auch mit nochmal dieselbe Taste drücken, Taschenlampe senken. Rucksack. Ein Rucksack mit abgetragener Wanderkleidung und leeren Essenspaketen. Nichts Wertvolles dabei. Aber trotzdem scheint es seltsam, dass er ihn zurückgelassen hat. Kann ich den... Kann ich hier bei Gegenständen bestimmte Sachen, also einen Reißverschluss aufmachen, also an dem Ding anscheinend nicht. Okay. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place."
Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation. Or a warning. Al Worth. Gut gesprochen. Also, gute Stimmen, würde ich sagen. Nun. Eine unterirdische römische Stadt. Okay. Das wäre schon ziemlich spannend. Aber coole Musik. Ein bisschen ungewöhnlich. Ein bisschen unerwartet. Ich meine, wie sollen die ohne Sonnenlicht und so überleben? Na. Okay. Graffiti. Manchmal ärgert es mich ein bisschen, dass ich in Latein in der Schule nicht besser aufgepasst habe. Vergesst nie, dass sie alles beobachten. Na. Wenn ich keinen Archäologen als Charakter ausgewählt hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht übersetzen können, was? Was ist das für ein Geräusch? Ich sag mal, das sieht ein bisschen kaputt aus. Die Statuen? Goldstatuen. Eine junge Römerin in einer Pose der Wehklage. Das gehört dazu. Die kann ich nicht inspizieren. Also ich sag mal, diese Statuen sehen eher aus, als wenn die flüchtet. Also sie sehen irgendwie nicht heroisch oder sowas aus. Als wenn der sich fürchtet. Der oder die auch. Na gut. Wir gehen mal weiter. Der ist voll Gram, ja. Ein römischer Gladiator in Laufhaltung.
Was könnte ein Gladiator in die Flucht geschlagen haben? Vor allem, warum ist diese Statue hier? Als wenn die hier abgesprungen wäre. Oder hier. Für einen Moment dachte ich, der hätte so Krallenfinger, so wie Wolverine. Nur weil ich so in dieser Perspektive gestanden habe. Eine junge Römerin. Sie sieht aus, als hätte sie um ihr Leben gebettelt. Okay. Sogar da oben sind Statuen. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Das scheint immer irgendwie von irgendeiner Stelle zu kommen, wo ich gerade nicht bin. F5 zum Schnellspeichern. Klar, machen wir. Why not? Vielleicht ist das ja kein Zufall, dass das gerade jetzt erwähnt wird. Ein römischer Militärkommandant, der versucht, sich von etwas loszureißen. Legionär in Todesangst. The Forgotten City, ja? Passender Name. Das sind doch keine Statuen. Wahrscheinlich sind das... Also so wie die aufgestellt sind, dann vermitteln die doch wirklich den Eindruck, als wenn das Menschen sind, die zu Gold erstarrt sind. Eine Römerin, die um Hilfe zu beten scheint, die nie kam. Zu den Göttern? Ja. Ich hab sie... Entschuldigung. Ich dachte, die sind fest. Es besorgt mich ein wenig, dass ich zwei Leute hätte auswählen können. Zwei sagen wir mal, Einstellungen, die sich auf Rennen und Kampf beziehen. Folge der Spur. Hängende Goldstatue.
Eine goldene Statue eines alten Mannes, der moderne Kleidung trägt. Das muss L sein, aber wie ist das möglich? Der hat sich aufgehängt. Was? Beschriebene Steintafel. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. In here, there are only two options. Death, and that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. Nun, okay, dann war das jetzt ist der Forgotten City, ne? Nein, in Wirklichkeit. Übergang in die Vergangenheit. Ganz kurz gucken hier. Falsche Taste. Die Taschenlampe. Ich wollte nur noch mal kurz gucken, ob da irgendwo was steht von wegen Batterie. Junge Römerin in Panik. Okay. Das sieht alles aus, als wenn hier schreckliche Dinge passieren. Das ist auch eine schlechte Übersetzung. Not much further. Sonst nicht viel. Ja. Ein Römer, der auf den Knien liegt, als würde er seine Götter um Gnade anflehen. Ja. Ich glaube, die will mir sagen, dass es hier lang geht. Kann das sein? Sieht ja aus wie Dark Souls in First Person mit Taschenlampe. Hallo Cyrax. Überreste eines Menschen, wer auch immer das war, ist vor sehr langer Zeit gestorben. Ja, also ich nehme, ja, die machen auch voll Dark Souls nach, das stimmt schon. Ich wollte mich eigentlich schon beschweren. Hallo, hallo. Ein leeres Feuerzeug. L muss es benutzt haben, um all die Fackeln anzuzünden. Okay. Ich kann es nicht mitnehmen, leider. Nun gut. Tritt durch den Übergang in die Vergangenheit. Hauptziel abgeschlossen. Vergiss meinen nicht. Relief. Ein römisches Relief, das ein großes, kreisförmiges Portal mit 2 Frauen darstellt. Ich frage mich, wer sie sein könnten. 2 Frauen? So, so. Nun, wir haben die Vergangenheit erreicht, ja? Wo die Leute noch leben?
Und hier nichts kaputt ist? Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Proserpina-Schrein? Yeah, you know, agricultural goddess of springtime? You're not from around here, are you? Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you? And what were you doing in the shrine? Augenblick, sprecht ihr Englisch? What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you and what were you doing in that shrine? Ich bin Grimm und ich komme aus der Zukunft. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, you know, not right in the head? That's all right, friend. Everyone's welcome here. Im Ernst, welches Datum haben wir heute? We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? In welchem Jahr? It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from exactly? Archäologischer Einblick. Es ist also 65 CE. CE? No idea what you're talking about. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Euren Gesetzen? Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, are you coming? Nun gut. Geh voran. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Tippe. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your pretty new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking her to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Politics. I'd stay clear of it and her, if I were you. She's... it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Hilarious. You're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy.
Aha. Greetings, citizen. My name's Horatio. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Worum geht es? I expect the magistrate wants to brief you about the Golden Rule. It shouldn't take too long. He's busy preparing for the election later today. Das ist momentan alles noch ein bisschen rätselhaft, ne? Aber gut, geh voran. Follow me. The only thing you really need to understand right now is the Golden Rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the Golden Rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. Who's up these stairs? Ich habe gerade vorhin gehört, dass 3 Leute vermisst werden. Und ich sehe hier diese komischen goldenen Statuen rumstehen. Das sind doch bestimmt die Leute, mit denen irgendwas passiert ist, oder? Ich gehe da gleich mal hoch, aber vorher... Whatever are you wearing? Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Was ist eure Geschichte? I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Ich bin nicht von hier. Really? I'd never have noticed, what with your flawless accent, appropriate attire, and impressive mastery of our customs. Now, remind me, why are we having this conversation? Was haltet ihr von der goldenen Regel? You know, some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do. But what kind of an awful, incompetent God would let my sister go missing on his or her watch? Gute Frage. Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say for yourself? No response. Nothing. That's what I thought. Interessant. Die ist wohl nicht ganz so zufrieden mit dieser goldenen Regel. Jetzt wissen wir zumindest, dass Blasphemie die goldene Regel nicht bricht. I'm telling you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Either that, or, like people are saying, it really is just a children's fable my father is exploiting to frighten us into behaving. Ich schätze, wir werden es früher oder später herausfinden. I suppose we will. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out. Is that it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. Kann ich helfen? I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Wann habt ihr sie zuletzt gesehen? It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. Sie ging mit jemandem aus? I think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. Das ist übrigens, wenn nur 23 Leute da leben, dann würde ich aufpassen mit
mit Kinderkriegen. Warum? Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. Vater wollte sie wegverheiraten, ja? Ist es möglich, dass ihr Liebhaber daran beteiligt war? I don't know, but it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Weil auch niemand weggehen kann. Sentius, Sentia, Sentilla? Warum ähneln sich eure Namen so sehr? You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest. And my little sister is formerly Sentia Minor, but she's affectionately known as Sentilla. Hallo Ripto, guten Abend. Ihr seht erstaunlich entspannt aus, wenn man bedenkt, dass eure Schwester verschwunden ist. Why? Because I'm on this couch and not pacing about the villa, wasting energy. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Bluffen? Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Ich versuch's. Ich glaube, ihr wisst etwas, das ihr mir nicht sagt. Ugh, you're awful. Get out of my villa and never speak to me again. Ich rede nochmal mit ihr. Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian. Ja, gut. Hat wohl nicht so geklappt. Hätte ich da erst Redegewandtheit oder sowas lernen müssen? Ich kann. Nun gut, ich gehe mal hoch. Zu dem Herrscher hier, ne? Nachricht von Sentilla. Zusammenfassung. Sentilla bedankt sich bei Sentius dafür, dass er sie adoptiert hat. Adoptiert? Okay. Bei euch ist voll der Sturm. Also hier war es ein bisschen windig heute, das war aber auch alles. Von Sentilla an Sentius. Möge Jupiter Optimus Maximus euch weiterhin beschützen und leiten. Vielen Dank dafür, dass ihr mich zu eurer Tochter gemacht habt und vielen Dank für den entzückenden Geburtstagsanhänger. Ich verspreche, dass ich ihn immer tragen werde. Ich fühle mich so sicher und glücklich, weil ich euch als Vater und Sentia als Schwester habe. Die Wahlen nächsten Monat scheinen euch Sorgen zu bereiten, aber wenn ihr den Leuten den starken, vertrauenswürdigen Mann zeigt, den ich kenne, werdet ihr zweifellos wiedergewählt werden. Ich hoffe, es gibt nicht zu viel zu lesen hier. Sentius Truhe. Denar. Na gut, pass auf, ich werde da jetzt mal nichts stehlen. Keine Ahnung, was das sonst bewirkt. Lararium. Ein kleiner Hausschrein, in dem die alten Römer täglich um Schutz gebetet haben. Hm, 3 Leute vermisst, ja? Na gut, jetzt rede ich aber wirklich mal mit den Typen. Magistrat Sentius. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Grimm. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of Athena. You must be a woman of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you.
and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Gut, ich bin entgegengekommen. Sie ist schön. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Kann ich nicht behaupten. Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, the war here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Ich frage mich als erstes mal, was das für ein Licht ist hier unter der Erde. Tipp, diese Fragen werden später verfügbar sein. Das ist schon mal gut zu wissen. Was zählt hier als Sünde? An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Also ich muss mal sagen, ich mag die Vertonung sehr. Die ist gut. Ich sag mal das Längere. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Was legal ist, ist nicht immer moralisch. Und viele eurer Regeln und Bräuche werden da, wo ich herkomme, als barbarisch angesehen. Barbaric? Barbaric? What are you talking about? The Empire is the most civilizing force in the known world. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great statesmen, philosophers, poets, artists, and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond, from Gallia to Judea. All our citizens are treated the same, regardless of the color of their skin or their sexual preference. Can you say the same? When our people are starving, they are given food rations, and when they are wronged, they have the right to bring the guilty party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault, and rape, as well as theft and arson, and so on. No other civilization in the world is so advanced, and you have the
The hubris to call us barbaric? Erlauben eure Gesetze Sklavenbesitz nicht? Of course. What else would we do with those prisoners of war who would otherwise have been executed? And besides, there are laws for their protection as well. Na gut. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Proserpina hat euch geschickt. Was soll das heißen? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Na gut, ihr habt recht. Ich komme von 2000 Jahre in der Zukunft. 2000 years? That is unfathomable. Please, tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this city? Ihr wart alle in Goldstatuen verwandelt worden. I have imagined it, our downfall, 1,000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. Okay. Wie funktioniert das Ritual? All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? Ich habe menschliche Überreste im Tempel gesehen. I assume it was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Ganz faszinierend. Ja, ich werde mein Bestes geben. Well, I suppose that's all I can ask for. Warum könnt ihr der Sache nicht selbst nachgehen? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Na gut. Gibt es denn irgendwelche Verdächtigen? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Glaubt ihr, das könnte etwas mit Sentillas Verschwinden zu tun haben? Ah, so you know about that already. It's a devastating loss, of course, but
That was over 3 weeks ago, and whatever happened to her, it didn't break the Golden Rule, so I don't think it's connected with our imminent demise. Still, if you happen to find her and return her to me, I would be eternally grateful. Woher weiß ich, dass ihr nicht die verantwortliche Person seid? Me? Why would you suspect me? I've just told you. I'm about to sacrifice my own life to ensure these people have a second chance. What reason could you possibly have to suspect me, of all people? Gutes Argument. I'm glad you think so. Without trust, without each other, we won't be able to prevent what is about to happen. Mhm. Na gut. Ich lasse mich mal noch nicht beeinflussen. Falls ich das tue, werdet mir helfen, in meine Zeit zurückzukehren? If I understand Proserpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. And let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the Golden Rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you shall be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Ja, ich denke schon. Das war alles. Ah, good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the Golden Rule? In Ordnung, ich bin dabei. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Na gut, dann fange ich mal an. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Ich werde mich umgehend darum kümmern, oder dadurch wird die neue Quest priorisiert. Ja, okay. Spannend. Und innovativ als Spiel, würde ich sagen. Zeitschleifen? Ich wette, das passiert nicht nur einmal. Da kommt die Sonne rein, ja? Okay, unterirdische Stadt, okay. Dieser Teil dort, da kommt halt die Sonne rein, okay. Was ist das denn hier? Die Seilbahn oder so? Letzter Atemzug. Hinweise. Ah ja, die goldene Regel. Optional. Sage Sentius, dass du Sentia verdächtigst? Nein. Also nicht so, also nicht mal ebenso. Herausfinden, wer am ehesten die goldene Regel bricht. Es sieht so aus, als würden alle Leute in dieser Stadt sterben, wenn eine Person die goldene Regel bricht. Ich muss herausfinden, wer das ist. Sentius hat mich deswegen gebeten, mit allen Leuten zu sprechen und ihnen zu helfen, wenn ich dadurch ihr Vertrauen gewinnen kann. Ich darf sogar Häuser betreten. Ursprungsort. Zeitparadoxen erzeugen. Laut Sentius werde ich in meine Zeit zurückgeschleudert, wenn ich ein Paradoxon erschaffen kann. Ich muss die Geschichte so verändern, dass mein Dasein in der Vergangenheit unmöglich wird. Zum Beispiel, sagt Sentius, wenn ich die Sünde verhindere, die die goldene Regel bricht, dann wird er das Portal nie erschaffen. Es wird für mich unmöglich sein, in der Vergangenheit zu sein. Ein Paradoxon. Mir fällt sofort eine andere Möglichkeit ein, dafür zu sorgen,
dass er das Ritual nicht durchführt. Nämlich ihn selber töten. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Ja, hier, genau. Questprotokoll. Das ist wirklich nur so von 3 Leuten oder so hauptsächlich gemacht worden. Das ist ziemlich cool. Ziemlich cool. Aber ich sag mal so, so ein bisschen, ganz egalitär ist das hier nicht, ne? Ein Magistrat, der hier herrscht und mit Wachen, die anderen sagen, dass auch ihre Felder verschwinden sollen, ne? Muss der erste Gedanke nicht mehr töten. Es ist halt so naheliegend, ne? Ihn daran hindern, dass er das Ritual durchführt, ne? Ergibt doch sofort Sinn. Tippe auf Rechteck, um den Weg zu einer Zielmarkierung angezeigt zu bekommen. Okay. Darf ich jetzt nochmal mit ihr reden? Darf ich eigentlich speichern? Spiel speichern. Ich darf wirklich speichern. Schön. Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian! Hier ist noch eine goldene Figur. Es ist die dritte, die ich gesehen habe. Aber die steht hier, sagen wir mal, an einem Ort, wo man vielleicht auch eine Figur erwarten würde, hier auf so einem Podest. Und nicht einfach so mitten im Raum. Ne? Wie die da hinten. Was denn mit ihm? Fear is proof of a degenerate mind. Was machst du da? What now? Was ist eure Geschichte? I'm a legionary of the 1st Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughter, I should say, and the others, and making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. Wie seid ihr hier gelandet? I'm from Liguria, up north originally. I was doing alright for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl. And pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People screaming, trampling each other. Then some Genetricum fugitor tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Tut mir leid, das zu hören. Ah, don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Centilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Er war mit ihr befreundet? Stand auf sie womöglich? Oder wollte sie einfach nur beschützen? Was könnt ihr mir über den Magistrat sagen? He's one of the better commanders I've ever had. That's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. Aha. Nett gesagt. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. Der ist ganz schön gebildet für einen Legionär, was? Kann ich das Bürgerverzeichnis sehen? I don't see why not.
Just make sure I get it back by tomorrow. Okay. Bürgerverzeichnis. Zusammenfassung. Ein Verzeichnis mit allen Personen in der Stadt alphabetisch geordnet. 23. Also mit mir 23. Hm? Mit Klassen. Bürgerin. Patrizierin. Bürger. Alle haben sie eine Pflicht, ja? Patrizier. Die Pflicht ist Frau von Malleolus. Das ist ihre Pflicht. Lesemodus. Okay. Kann ich gleich mal gucken. Ist wahrscheinlich dann normale Textversion. Domitius. Pflicht. Malleolus Wache. Elendsviertel. Ein Elendsviertel haben die hier, okay. Bürger. Anmerkung: im Warenhaus eingesperrt. Westerpriesterin. Villa unten. Bürgerin, Bäckerin, Elendsviertel. Ah. Sehr starke Klasseneinteilung hier, was? Quartier im Forum. Hannibal. Pflicht, Schrott durchsuchen. Elendsviertel. Anmerkung: in der Zisterne gestorben. Horatius. Klasse, oder Kabasch, Klasse Fremder. Das ist quasi ein, naja, ein nicht gebürtiger Römer, ja. Fischer, Elendsviertel, Anmerkung: verschwunden. Julia. Steht, Pflicht, steht in der Schuld von Malleolus. Okay. Den Namen kann ich nicht richtig lesen. Ja. Leseviertel. Leseviertel. Julia mit I am Anfang. Steht in der Schuld. Livia weigert sich jetzt zu arbeiten. Das geht natürlich gar nicht. Krankenpflegerin. Malleolus ist Geldverleiher. Und nicht vertrauenswürdig. Naevia, Bürgerin. Hat kein Quartier, hat sich im Palast eingeschlossen. Gartenarbeit. Patrizierin. Gartenarbeit. Putzen und Gartenarbeit ist ihre Pflicht. Mhm. Rufius ist zunehmend aufgewühlt. Schülerin Sentia. Zu ihrer Sicherheit auf ihre Villa beschränkt. Schülerin. Patrizier. Ulpius. Steht in der Schuld? Stehen einige in dieser Schuld von Malleolus. Na, okay. Danke. Of course. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men. The idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. Ihr seid also für die goldene Regel. What's done is done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the Golden Rule, I don't have any control over it. So railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future. Not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. Okay.
if you like. Erstaunlich belesen, aber anscheinend nur von dem einen. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Not that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery, and intimidation. The man's a savage, but he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change. So. Der Geldverleiher will also Magistrat werden. Kann ich helfen? I appreciate the thought, but you're new here, and I just can't see how you could make an impact in the time between now and the election this afternoon. In any case, if you're interested in the election, go and have a chat with Equitia, the Vestal Priestess. She'll be overseeing proceedings. Gelebte Demokratie. Finde einen Weg, Malleolus aus der Wahl aussteigen zu lassen. Okay. Ich wüsste einen Weg, dass er nicht zur Wahl steht. Alright. Das scheint mir, also ich glaube, das ist ein ziemlich schwieriges Rätsel wird das werden, glaube ich. Magistrat, hast du was Neues? Ah, you've returned. Do you have any news about your investigation? Na, ich möchte ein paar Fragen stellen. Ask then. Okay. Good. Now, was there something else you wanted to discuss? Was ist eure Geschichte? Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt, oder? Ich guck mal. Sextus Sentius Imperiosus is my name, though magistrate is the proper way to address me. Before I wound up here, I was a decurion in the cavalry of Imperial Rome, helping protect civilization from the barbarians. Was ist ein Decurio? It's a cavalry officer. I had 30 men under my command. This was my uniform. Warum tragt ihr das noch? As magistrate, I usually wear a toga, but today I may need to survive long enough to create the portal for you, so it seemed prudent. Wie seid ihr denn hier gelandet? My men and I were at the Emporium in Rome as honor guard for a visiting dignitary arriving upriver by barge. Now the port is usually bustling, but just as our guests arrived, waves of people began running toward the river from streets and alleyways in every direction. They were trying to escape a terrible fire. Unfortunately, the crowd sent my horse into a panic, and I remember it losing its footing by the water's edge. The next thing I knew, I was waking up on a riverbank not far from here, in the company of some stranger. I went looking for my horse and discovered that lonely temple. You can probably figure out the rest. Irgendwie kommen sie immer alle durch den Fluss hier hin. Durch den Tiber wahrscheinlich. Ich ja auch. Wie seid ihr Magistrat geworden? I was elected 7 months ago, uncontested because of my command experience. Since then, there's been growing agitation for another election. They're supposed to be annual, but I agreed to hold it sooner, hoping it would placate my constituents. Unfortunately, it just seems to have emboldened certain elements instead. Very well. Was haltet ihr von der goldenen Regel? I've had plenty of time to think about it. Let me see if I can sum up my thoughts. I've always considered my guiding star to be the well-being of the Roman people. Our survival and prosperity have always hinged upon honoring the peace of the gods.
the sacred accord between the gods and the people of Rome. Give the gods what they want and we all prosper. Dishonor them and we all die. It's as simple as that. The real enemy in this place is not the golden rule, but human failings. The temptation to slide into degeneracy, greed, and hubris. I trust that answers your question. Geht so. Thank you. I'll be waiting here for news. Ich werde wahrscheinlich irgendwann dazu übergehen, diese Gespräche alle ein bisschen zügiger zu machen und vielleicht auch mal Lines oder Zeilen, gemischt Leinen, ne? Zeilen abzukürzen. Fremdling? Name's Rufius. Better watch your step. Was ist eure Geschichte? Can't talk long. Got to stay sharp, but family's from Solution on Tigris, Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions. The 6th. The one they call Ironclads. Wie seid ihr hier gelandet? Bestimmt durch den Fluss. Same way as everyone else. Gut. Warum tragt ihr noch eure Legionärsrüstung? Because we're all in grave danger. Is it not obvious? Warum habt ihr keine Waffe? Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Going to have to improvise now. Ihr seid nicht sehr gesprächig, was? If you were dealing with what I am, you wouldn't be either. Was beschäftigt euch? None of your business. In Troite ipsam commensura. If we have to. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? If I did, do you think we'd be having this conversation? Der möchte auch nicht hier sein. Was haltet ihr von der goldenen Regel? I'll tell you this much. I hate the fact that my survival depends on the common sense of other people. Ja. Okay. Okay. Was meint ihr damit? I mean, all these people just bumble along like nothing's wrong. While we're one bad decision away from being wiped out. Like the last lot of people who lived here. Seems like I'm the only one ready for what's coming. Whatever that is. And when it hits, it's everyone for themselves. You've been warned. Was glaubt ihr, was kommt? I don't know. But did you ever get the feeling some of these statues are watching us when we're not looking? Like they're waiting for something. I don't like it. Ich glaube, ihr habt recht. Of course I am. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Meliodas. Not sure I trust Sentius. Couldn't even protect his daughter in a city without sin. How's he going to protect us? Kann ich euch irgendwie umstimmen? No. Okay. Whatever. Gut, den brauche ich nicht zu versuchen, wie es aussieht. Der hat das ganz klar gesagt. No. Aber wenn ich mich jetzt ducke und mich von hinten anschleiche, könnte ich ihn mit One hitten, oder? Ja, okay. Das ist doch hier... Wie gesagt, das ist doch keine künstlerische Darstellung. Das ist hier ein verwandelter Mensch.
Dieses Geräusch, das kommt irgendwie immer in der Nähe von diesen Statuen. Gut, wir gehen mal zum Apollo-Schrein. Eine große Steinstatue von Apollon, dem römischen und griechischen Gott der Krankheit und Heilung. Unter anderem. Sorry. Mörser und Stößel. Mörser und Stößel haben sich in den letzten 2 Jahrtausenden nicht sehr verändert. Kräuterständer. Ein Holzgestell, das verschiedene getrocknete und gemahlene Substanzen enthält. Ja, müssen wir hier vielleicht eine Medizin herstellen? Eine Sammlung barbarisch aussehender medizinischer Utensilien. Dabei Zangen und Scheren. Ich muss bestimmt mit ihr reden. Fremdling durchsuchen, das mache ich jetzt mal nicht einfach so, sondern ich rede erstmal mit ihr. Give me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient and a dear friend. Julia. She was a good woman. Was ist passiert? She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here, with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Die grausamen schwarzen Augen der Schlange? Also, mir kommt ja sofort ein Gedanke, von wegen Zeitschleife. Zeitschleife, und bestimmt kann ich in einer Zeitschleife rechtzeitig dieses Zeug besorgen. Kann ich helfen? Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetric Kamfututo and scratching his eyes out. Das ist übrigens gerade, was mir gerade einfällt, ich habe gerade so ein bisschen Vibes von, wie hieß denn dieser Film? Wo sie dieses Pre-Crime hatten, wo so diese 3 Leute immer so Mord vorausgesehen haben. Das war so ein ganz bekannter Film vor ein paar Jahren. Mit nicht Tom Hanks. Jetzt habe ich gerade Wortfindungsstörungen hier. Wie heißt denn der? So ein ganz bekannter Actionfilm so. Verdammt. Wo Leute sozusagen verhaftet wurden für Verbrechen, die sie in Zukunft begehen wollten oder angeblich sollten. Jetzt komme ich nicht drauf. Scheiße. Na, okay. Quest priorisiert und nur die Zielmarken werden angezeigt. Ich werde sehen, was ich tun kann.
Ja. Was versuche Decius zu überzeugen, das Harz auszuhändigen? Ich glaube, das muss ich aushändigen und durch die Zeitschleife mitnehmen, weil ich wette, ich muss bestimmt hier diverse Male mit den Leuten hier reden. So, was ist denn eure Geschichte? I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. Warum seid ihr hier gelandet? Nein, wie? My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right. So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. Ja, tut mir leid, das zu hören. It's all right. Say what you will about this place. At least my fornicating husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. Ja, okay. Also, wie gesagt, alle kommen irgendwie durch den Fluss. Warum arbeitet ihr in einem Schrein? Oh, this shrine was in use as a clinic long before any of us arrived here. Kind of strange to set up a clinic in the temple of the god of disease. But the god who inflicts a curse is also the only god who can undo it. So I suppose praying to Apollo for healing kind of makes sense. Erzählt mir etwas über Naevia, die verschwunden ist. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician. But she was the closest thing we had down here. And she was good too. Until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed and he's in constant pain. Wer? I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Umgehend drum kümmern. Really? That would be wonderful. Thank you. Let me know how you go. Ich habe auch noch mehr Fragen. Feeling all right? Ich höre ständig die Statuen flüstern. Ist das normal? Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and she went a little mad. Erzählt mir mehr über Nevia. Well, she used to run the Achso, das clinic. hatten wir schon. She was a midwife until she suddenly lost. This changes the last time and then she shut. She's been gone so long, but I really wish one of my patients. Fahrt fort. He's become so irritable. The smallest things set him off. And I worry. I just know Nevia would know how.
Ja. Gut. Thanks, I suppose. Was, könnt ihr mir was über Julia sagen? Sure. What do you want to know? Glaubt ihr, sie wurde vergiftet oder war es selbstverschuldet? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule, and so maybe it's best we don't discuss it. Wisst ihr, was für ein Gift sie genommen hat? Hemlock, I believe. Schierling. Gibt es einen Grund, warum sie vielleicht sterben wollte? I haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolas' villa, and they are quite secretive. Gladly. Wisst ihr, wie man rauskommt? I wish. Some people here need proper medical care, not the half-baked, hanging by a thread excuse for treatment I'm giving them. Just don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out of my depth and dangerously short on everything you can imagine. Ehrlich gesagt will hier keiner wirklich sein. Kann das sein? A city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Wer war nochmal Decius? Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Wer war nochmal Decius? Händler. Ach, der fiese Händler, der 1000 Denari haben wollte. Keine Gegenstände. Oh, das war natürlich Quatsch. May Apollo keep you safe. Ja. Wenn er es nicht tut, gibt's Ärger. Ich habe keinen Skelettschlüssel dabei, deshalb kann ich das nicht aufmachen. May Apollo keep you safe. Mhm. Vergeht hier gerade die Zeit? Ist das gerade später geworden hier? Bin da nicht so sicher. Wer bist du? Ah, a fellow traveler from a faraway land. Greetings, I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India, and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know, from which exotic part of the world do you hail? Ich komme von jenseits der euch bekannten Welt. Then you are an explorer, like me. Wonderful. You must have many stories to share. I cannot wait to hear them. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information perhaps? Was ist eure Geschichte? My story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forum. Warum hier eine Schneiderei eröffnen? You mean to say, with all the turmoil and terror of the Golden Rule and so few customers, why bother setting shop at all? Der hat auch keinen Spaß an der goldenen Regel. Ja. I'll tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the importance of looking one's best. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normality, the better our chances of keeping our heads. Don't you agree? Nehme an, ja. Oh,
And there is another reason too. If we all end up as golden statues for future generations to marvel at, I don't know about you, but I would like to look my best. Okay. Ich will eigentlich nicht wissen. Anything you like. Ich will eigentlich nicht wissen, wie er gelandet ist hier, ehrlich gesagt. Die sind doch alle in den Fluss gelaufen, oder? Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Shh. Not so loud. What are you playing at? Na, Falsches gesagt? Have you not been told about the last attempt? Der letzte Versuch. Smile on you, sister. Oh, then I suppose this duty falls to me. Ah, it is a long story. Warum zählt er es mir nicht? Of course, the first question any of us asks when we first arrive is, how do I escape? It is only natural after all. And scaling the chasm wall is out of the question, for it is simply too steep and too far. But as they say, if the wind fails, use the oars. And here the second option is to leave the way we came in, through the shaft above the bathhouse. See, the shaft is quite high, but if one gathered up enough wood, one could make a series of ladders and climb one's way out. Ja, warum hat das noch niemand gemacht? They have. I am getting to that. There was an attempt, made by resourceful fellows who lived here some years ago. They even decided to keep records of their escape attempt for posterity. Unfortunately, as soon as they began to carry the first ladder down the hallway, they heard a godlike voice shake the entire city, and that, tragically, is where their tale ends. So it seems that to merely attempt escape is to invite the wrath of whichever god oversees this place. And so I say, it is best to not even discuss it aloud. Verstanden. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Ah, yes. The many shall suffer for the sins of the one. As a Greek, this is nothing new to me. It is how our gods operate. Warum sagt ihr das? Have you not heard the tale of the god Hades? He was the first to learn this dreadful lesson when he abducted Persephone and imprisoned her in the underworld. When Demeter, the mother of Persephone, learned of this, she did not punish Hades, the guilty one. Instead, she changed the climate of Earth so that it became hot and dry. Nothing grew. The grain turned to empty husks and the rivers dried up. Innocent people died by the tens of thousands until at last the other gods were forced to act, lest they have no worshippers left. So yes, we know this rule. This has always been the case. The golden rule has merely brought it into focus. Was können wir dagegen tun? If we are to survive, I say we must each keep the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the 7 sages of Greece, who said, avoid doing what you would blame others for doing. Okay. Leichter gesagt als getan, sag ich mal. Regrettably, I think you are correct, my friend. For even if 99% of us adopt this principle, that will never be enough. Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single selfish act. Ich weiß. Ich habe gesehen, wie es passiert. Ah, the voice of experience. I am sorry for your loss, my friend. But on a lighter note, I will say one thing for the golden rule. For all their grim and haunting poses, these golden statues do make magnificent models for my clothing. Do they not? Wem werdet ihr eure Stimme geben? That, my friend, is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malleolus. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Kann ich euch irgendwie umstimmen? Nothing comes to my mind, my friend. I hope that our paths cross again soon, my friend. Das war Georgius. Das war ein Schneider. Das war nicht der Kräuterhändler. Sondern... Ich glaube, dieses Geräusch ist, wenn diese Statuen sich bewegen oder bewegt werden.
Ich bin ziemlich gespannt auf die erste Zeitschleife, ehrlich gesagt. Aber erstmal ein bisschen was rausfinden hier. Laib Brot. Ein runder Brotleib, der in einzelne Stücke geteilt werden kann. Ach, das Witzige ist übrigens, ich gucke manchmal einen YouTube-Kanal, heißt Tasting History, finde ich ziemlich interessant und unterhaltsam. Es geht da letztendlich darum, dass da einer mehr oder minder historische Gerichte nachkocht und etwas über die Geschichte darum herum erzählt. Sehr amüsant und auch wirklich gute Qualität. Und einige der Videos, die er gemacht hat, beziehen sich auch auf Essen im alten Rom. Unter anderem auch Brot. Und das sieht ziemlich genauso aus wie das, was hier gerade dargestellt wird. Interessant. Ich habe das Brot mal mitgenommen. Vielleicht hat ja jemand Hunger. Und kann damit sozusagen dazu gebracht werden, jetzt irgendwie anders zu stimmen. Dramamusik. Eine Steinmühle. Oftmals werden von oben Mehl und Getreide hineingefüllt und dann zwischen den Steinen gemahlen, wenn die Griffe gedreht werden. Ich kann sie aber anscheinend nicht selbst bedienen. Ein römisches Rezept für Brot. Ach, witzig. Ich wette, das kann man sogar benutzen, was? Hefe, Salz, warmes Wasser, Mehl. Okay. Ich wette, man kann das sogar benutzen. Mhm. Okay. Ich habe Brot. Und falls irgendjemand Hunger hat. Gab es hier nicht irgendwie auch Bettler? Mhm. Ah. Jetzt hat sich der Kopf gerade mal in meine Richtung gedreht. Jetzt sehe ich das erst. Jetzt bemerke ich das erst. Ich höre immer diese Geräusche. Guck mal hier. You look well, my sartorial friend. Also diejenigen, die ihre Köpfe bewegen. Greetings and salutations. Das sind wahrscheinlich welche, die vorher Menschen waren. Es gibt hier einige, die ihre Köpfe nicht bewegen. Und das hier. Färbemittel. Zum Färben von Kleidung. Werden offenbar aus Pflanzen und Insekten gewonnen. Okay. Nun, also inzwischen habe ich Dinar stehlen. Nein, das mache ich jetzt mal nicht. Stehlen, ne? Alle werden hier sofort in Statuen verwandelt. Na, jetzt noch nicht. Jetzt zumindest, also vielleicht ergibt sich das irgendwann mal irgendwie. Die hier nicht. Die hier nicht. Hm? Salve. Vergil. Salve. Anschuldigende Nachricht. Zusammenfassung. Eine Notiz darauf hindeutet, dass Vergil ein Sünder ist. Vergil!
Wollt ihr wirklich die Sünde begehen, die uns alle vernichten wird? Ein römischer Amboss. Ohne Horn sieht er seltsam aus, aber das muss eine moderne Innovation sein. Schmied, ja? Ein Blasebalg, das genutzt wurde, um Luft in den Ofen zu blasen, so die Hitze zu erhöhen. Eine römische Schaufel aus Bronze. Sie riecht nach Asche. Warum denn diese beiden runden Extras hier an dieser Schaufel? Was soll das denn? Weiß ich nicht. Salve. Denar. Anschuldigende Nachricht. Vergil. Sie sehen euch vielleicht noch nicht, aber ihr solltet eines wissen. Ich sehe euch. Jemand hält Vergil für einen Sünder. Vergil. Ich weiß, wer ihr seid und was ihr wollt. Kehrt von diesem Weg ab, bevor wir alle für eure Sünden leiden. Nun gut. Das ist übrigens Zauberei hier. I've never seen a lamp like that before. Remarkable. Ist ja witzig. Die reagiert ja wirklich darauf. Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. You arrived on a sad day, friend. What with Julia's death? I wish we could have met under better circumstances. Freund von ihr? Eure Geschichte? Well, I'm an architect. Will. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people. That kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Kleinen Moment mal eben. Ich muss erstmal ganz kurz um die Ecke. Bin gleich wieder da. So, um die Ecke ist auch nett gesagt. Ja, das sage ich halt fast immer so. Also muss man sagen, bis jetzt ist der Eindruck von dem Spiel ziemlich cool. Das ist eine ganz, ich sag mal, eine ganz eigentümliche Atmosphäre und eine ganz andere, würde ich sagen, so eine andere Geschwindigkeit dahinter. Na? Also eigentlich wäre es wahrscheinlich eher ein Adventure-Spiel für donnerstags gewesen. Aber momentan mache ich sowieso ein bisschen kreuz und quer. Ne? Gefällt mir ziemlich gut. Und ich glaube ehrlich gesagt, wenn wir erstmal alle Leute mal so ein bisschen kennengelernt haben und bei allen so ein bisschen wissen, was ihr Hintergrund ist oder so, und der erste, wie auch immer gerade die Zeitschleife stattfindet,
dann könnte man beim zweiten Mal wahrscheinlich über ein paar Sachen ein bisschen schneller hinweggehen. Weiß ich nicht, ne? Erzählt mir etwas über die Geschichte der Stadt. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. Ist es nicht üblich, dass die Römer griechische Kunst und Architektur nachbilden? Well, yes, that could be the reason. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Ich frage mich ehrlich gesagt gerade, wer die Frau war, die uns am Fluss aufgesammelt hat. Jetzt kommt die mir doch geheimnisvoller vor. Erzählt mir etwas über Architektur. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake, and allows us to fish and farm. Wenn Sie Wasser in die Stadt bringen, könnten wir sie zur Flucht nutzen? Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. Weggespült. Herausfinden, wie man in die obere Zisterne gelangt. Anscheinend ist es doch lohnend, alles zu fragen. Erzählt mir vom Tempel auf der Klippe. You mean the Great Temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the Golden Rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Hallo Emery Agonia, guten Abend. Willkommen zu einem etwas anderen Spiel. Of course. Und wisst ihr, wie man hier rauskommt? You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I'd tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the Golden Rule, but once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. Was meint ihr damit? Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Noviomagus, and learned to expect a bit of hostility. They weren't nearly as tolerant as the Romans. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Some people say it's divine, the work of a god, but I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough,
you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called God doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown God doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Ich glaube, ja. Good. Then I hope you'll agree that there are only two ways of dealing with unfair rulers. The first is to leave. The second is to remove the ruler from power. And it seems leaving may not be an option. Verstehe. Wie stürzt man einen Gott? Good question. It's best if I say no more, but I hope you'll give it some thought. Okay. Mir ist das Graffiti aufgefallen. Warum hält man euch für einen Sünder? Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. Ihr mögt Männer? Hey, nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Tut mir leid, das zu hören. Nice of you to say, but not necessary. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least, I thought that was the case. It seems I was wrong. Wisst ihr, wer für das Graffiti verantwortlich ist? It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Was für Kultisten denn? Strange bunch. They insist there's only one God, and that he considers my nature a sin. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is, if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Okay, ich werde der Sache nachgehen. What? Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Okay. Spannend. Optional befrage die Händler im Forum nach Hinweisen auf Vergils heimlichen Verehrer. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. Kann ich euch umstimmen? My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Das ist nicht, was ich aske. Nice to talk to you. Ehrlich gesagt, das war interessant. Ich habe die Skyrim-Mod gespielt, auf der das Spiel aufbaut. Die Skyrim-Mod, auf der das Spiel aufbaut? Auf der dieses Spiel aufbaut? Oder was? Oder was?
Das wäre mir neu, ehrlich gesagt. Das kenne ich gar nicht. Forgotten City war als erstes eine Skyrim-Mod. Ach so? Ach so? Das wusste ich überhaupt kein bisschen. Das ist mir völlig neu. Diese Statue, die guckt mir hinterher. Immer nur, wenn ich gerade nicht hingucke. Diesmal habe ich es gesehen. Es wird dunkel. Ich werde versuchen, euch zu helfen. Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, das bedeutet, ich habe nur eine begrenzte Zeit pro Zyklus. Oh. Ein Messinggefäß. Pulver für Merkup. Was? Die Wahl beginnt. Du liest Notiz. I did not do it. Darf ich hier einen Link vom Mod posten? Ja, kannst du gern machen. Ich weiß nicht, ob der Bot reagiert. Wenn ja, dann, ne? Ne? Also ganz kurz. Ich weiß nicht, ob der Mod ja. Ja, alles klar. Cool. Cyrex, ich würde Folgendes vermuten. Dass man... Ich würde Folgendes... Also bitte nichts verraten. Also Emery, nichts verraten. Nichts verraten, was da... ob ich damit recht habe oder nicht. Das werde ich selber rausfinden. Ich vermute, dass man sozusagen jedes Mal wieder von vorne anfangen kann und jedes Mal wieder die ganze Zeit hat. Und irgendwann weiß man, was zu tun ist. Ne? Also, ich sag mal, wenn ein Durchgang hier, sagen wir mal, keine Ahnung, 2 Stunden dauert, ja ungefähr, wenn ein Durchgang 2 Stunden dauert und in 2 Stunden muss man das Rätsel gelöst haben und dann löst man es nicht und dann kommt die Zeitschleife, dann kann man halt wieder von vorne anfangen, ne? So. So. Decius. Kann ich mit ihm reden? Ah, die Wahl beginnt. Ich glaube, ich habe zu lange gewartet, ne? Also jetzt passiert gleich irgendwas. Also so wie beim Spiel Deathloop, das habe ich selbst nicht gespielt, aber ich würde denken, ja. Ich habe es nur gesehen. Die Wahl beginnt. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and Marcus Malleolus Gurges. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Malleolus. Dacius. Malleolus. Galerius. I abstain. I'm just here to observe. Virgil. Malleolus. Rufius. Malleolus. And finally, Domitius. Malleolus. Who else? Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Marcus Malleolus Gurges. Hail, Magistrate Malleolus. I said, hail, Magistrate Malleolus. That's more like it. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. And now, I make this solemn promise to you, good citizens,
Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe, because the tyrant Sentius told you it was forbidden. For my first act as magistrate, I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. The myth of the Golden Rule is no more. The Golden Rule is real, you idiot. For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason against the Empire. What? I have committed no crimes. This is madness. Bis dann, Cyrex. His sentence: to fight for his life in gladiatorial combat against Domitius. Here and now for your entertainment. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Wait, I exercise my right as a Vestal priestess to pardon him. I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies! It is time the Golden Rule was exposed for what it is. A children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in all of us. This is why he's in his gladiator gear. They've been planning this all along. Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. The many shall suffer for the sins of the one. Folge Sentius zum Portal. Er muss das Ding jetzt durchführen. Das Ritual. Und dann kommt der Loop. Errungenschaft Looper. Ich heile langsam. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ich bin Grimm und wir hatten diese Unterhaltung bereits. I don't think so. I've never seen you before in my life. Ihr seid Galerius und werdet mir gleich anbieten, mich zu Sentius zu bringen, damit er mir mehr über die goldene Regel erzählen kann. Oh, I guess how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Problem nicht. Gehen, ich muss. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Was? Was ist das? Seilrutschenlenker? Okay. Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. Danke. All right. See you around. Also, mal ganz ehrlich, das ist unglaublich faszinierend. Aber ich muss jetzt leider Feierabend machen für heute. Ich muss jetzt mal Feierabend machen für heute. Ganz kurz mal dazu. Da eine dieser Statuen hat eben noch geflüstert, er sieht durch ihre Augen. Also durch die Augen der goldenen Statuen, würde ich sagen. Und was außerhalb des Blickwinkels der goldenen Statuen stattfindet, kann der wahrscheinlich nicht sehen, was? Unglaublich geil. Also, Fotomodus, sieh an. Sehr cool. Das machen wir weiter. Das will ich lösen, ehrlich gesagt. Das gefällt mir richtig gut. Aber heute nicht mehr. Ich muss ja leider morgen wieder mal lochen, ne? Das hilft ja nichts.
Klingt logisch. Es war nicht so detailliert in Skyrim. Naja, sie werden es wahrscheinlich schon nochmal aufgepimpt haben danach, ne? Total cool, ehrlich gesagt. Warte, verlassen? Warte. Total cool, ehrlich gesagt. Kann ich hier... Sieht man hier irgendwo die Zeit eigentlich? Ach, guck mal. Die Sachen kriege ich aber mit. Also das Inventar. Vom letzten Mal. Ne? Die beschriebene Steintafel. Das Bürgerverzeichnis habe ich. Die Frage ist ehrlich gesagt, ne? Die Frage ist ehrlich gesagt, ob das jedes Mal das gleiche ist. Das gleiche Bürgerverzeichnis. Leibbrot habe ich zweimal. Okay. Ich muss schauen, dass ich keinen Stream mehr verpasse. Also der nächste ist wahrscheinlich Donnerstag. Ich glaube, ich werde das am Donnerstag weiterspielen. Und der Tempel da oben ist wahrscheinlich der wichtigste Tempel, ne? So. Gut, wir müssen aber leider Feierabend machen für heute, obwohl es echt spannend ist. Weil ich wollte, also ich kriege wahrscheinlich keinen ganzen Loop mehr jetzt durch. Ne? Also höchstens, wenn ich durchrushe und ich möchte... Ehrlich gesagt ist dieses Spiel, glaube ich, ehrlich eins, wo man besser nicht rusht. Ne? Modern Storyteller. Okay. Hilf uns Spoiler zu vermeiden. Fortfahren als Grimm. Interessant. Okay, Spiel verlassen. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe jetzt eine Errungenschaft. Ich werde mir nicht angucken, wie die anderen heißen, weil das ist bestimmt spoilerig. Ne? Stopp mal die Aufnahme.